Da sind wir wieder mit einem neuen Video von mir und wie versprochen mache ich heute mein Haul-Video mit den Sachen, die ich in LA gekauft habe. Und unser Highlight waren die Flohmärkte in LA, weil die echt mega geil sind. Also da findet man nochmal so ganz andere Sachen. In Berlin gibt es, glaube ich, auch ganz gute Vintage-Läden und Flohmärkte. Aber das ist nochmal so ein anderer Stil, würde ich sagen, und einfach nicht so der meiner Meinung nach zu mir passt. Jedenfalls werde ich euch meine Vintage-Einkäufe zeigen, aber auch Sachen von normalen Läden in LA. So, und als erstes haben wir hier dieses Two-Piece, also bestehend aus einem beigen Blazer und einem passenden Minirock dazu. Und das habe ich bei Reformation Vintage gekauft. Also Reformation kennen wahrscheinlich viele von euch. Die haben in LA auch einen Vintage Store, also wo die quasi von verschiedenen Quellen Vintage-Sachen rausgesucht haben und dann in einem Store quasi verkaufen. Und ja, das habe ich dort gefunden. Ich fand es cool, dass es so ein passendes Set ist aus zwei Teilen. Ich habe das Problem bei Blazern aus normalen Läden, dass die mir meistens viel zu lang sind. Also ich bin halt eine sehr zierliche Person. Und dann hat es zwar immer cool diesen kastigen Schnitt oben, aber von der Länge her ist es mir eigentlich viel zu lang. Und dieser Blazer hat dann für mich die ideale Länge und dann fand ich es cool, dass es eben mit einem passenden Rock dazu kam. Besser fände ich es, wenn das eine High-Waisted Shorts wäre. Mag ich halt mehr als Röcke. Aber trotzdem, auch so zusammen fände ich es cool, aber man kann sie halt auch, man kann die Teile auch gut getrennt voneinander tragen. So, das nächste Teil habe ich auf dem Silver Lake Farmers Market gekauft. Der ist immer jeden Samstag und ursprünglich wollten wir eigentlich auf dem Silver Lake Flea. Das soll der coolste Vintage-Flohmarkt sein eigentlich, aber der ist nur jeden zweiten Samstag und natürlich genau ausgerechnet an dem Samstag, wo wir dort waren, war der eben nicht. Und naja, dann hatten wir das Glück, dass es zumindest den Silver Lake Farmers Market gab und da waren auch trotzdem so ein paar Stände mit Vintage-Sachen. Und ja, mein erster Fund dort war dann diese Bluse. So. ähm, ja, also die ist so ein bisschen cropped und wird dann halt hier an der Taille auch enger, was ich sehr cool finde. Also ich habe von H&M so eine ganz, ganz ähnliche Bluse, die aber so ein bisschen fester ist und auch noch so Shoulderpads hat, also so ein bisschen mehr Statement-mäßig ist. Meine Freundin Storm hat sie auch, dann könnt ihr euch so ein bisschen so ein Bild machen. Und das ist eben so eine ja, weiche Variante davon. Bisschen einfacher zu tragen, würde ich sagen. Und ja, vorne hat sie sehr, sehr viele Knöpfe. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in dem Licht erkennt, aber so weiße Plastikknöpfe. Und da habe ich mir gedacht, dass ich die Knöpfe ersetze aus so vielen anderen Knöpfen. Mal sehen, ob ich alle Knöpfe gleich mache oder ob ich vielleicht so unterschiedliche mache. Mal sehen, das muss ich mir noch überlegen. Aber die will ich auf jeden Fall austauschen, damit es noch so ein bisschen hochwertiger aussieht. Ja, aber ansonsten fand ich ein cooler Fund und das hat, glaube ich, auch nur so $12 gekostet, also auf jeden Fall nicht viel. Das nächste Teil ist mein absoluter Knaller vom ganzen Haul und zwar ist es dieser Blazer. Moment, ich zeige den auch auf dieser Seite. Ja, sehr, sehr ähnlich zu dem anderen Blazer, den ich schon gekauft habe, aber der hat nochmal eine andere Struktur, die so ein bisschen ja, extremer und auffälliger ist und ist auch so ein bisschen anders verarbeitet und die Knöpfe sind auch anders. Die sind nochmal ein bisschen cooler, finde ich. Aber von der Form her relativ ähnlich. Also es ist wahrscheinlich einfach so der Schnitt aus der Zeit so gewesen. So an der Stange hat er mir schon sehr zugesagt, aber wirklich umgehauen hat er mich, als ich den anprobiert habe, weil ich da gemerkt habe, boah, der passt einfach perfekt. Auch dann die Ärmel so ein bisschen gekrempelt und dann sieht er so super, super cool aus. Und dann habe ich ihn für $60 gekauft. Ich hätte, glaube ich, auch noch ein bisschen handeln können, aber $60 für einen Giorgio Armani Blazer vor allem, der so gut gepasst hat, war mir dann jeden Penny wert. Da brauchte ich dann eigentlich auch nicht mehr unbedingt handeln. So, das waren eigentlich alle meine Vintage-Klamotten-Sachen, die ich gekauft habe. Weiter geht es also dann mit Sachen von so normalen Läden, die man auch online beziehen kann oder die es dann halt dort gibt. Ja, und dann zeige ich euch als nächstes die Sachen, die ich von Aritzia habe. Das ist so eine Kette in den USA und Kanada, wenn ich mich nicht irre. Ja, und da habe ich als erstes diese süße Bluse. Hier ist so ein schönes, flatteriges Oberteil mit so Kragen und kurzen Ärmeln und hier unten hat es dann so zwei Schlaufen zum Knoten und sie ist auch leicht cropped. Und ja, das ist einfach ein super gutes Sommerteil, was man gut kombinieren kann und zu allem passt.
Und deswegen habe ich es auch gleich in einer anderen Farbe geholt. Und das hat nochmal so ein anderes Material. Also es ist so ein bisschen glänzenderer Stoff und ist so Champagnerfarben, was ich auch sehr, sehr cool finde. So, und mein zweites Teil ist dieser flauschige Pullover. Ich liebe einfach so beige Pullover im Winter, oder auch im Frühjahr, Herbst, weil ich finde, da fühle ich mich auf Anhieb wohl und ich mag die Farbe. Also die schmeichelt einfach jeden irgendwie. Und dieser Pullover ist jetzt so ein bisschen cropped und hat dann so ausgestellte Ärmel. Also ist vom Schnitt her dann nochmal ein bisschen besonderer und der Stoff ist sehr, sehr flauschig. Ja, aber der ist auch nicht zu dick, also der hält einen im Winter jetzt allein, weil er cropped ist, jetzt nicht so extrem warm. Aber das Gute ist, dann kann man den auch im Frühjahr oder Herbst anziehen, ohne dass man viel zu warm angezogen ist und ja, kann damit einfach nochmal coole Outfits machen. So, dann habe ich als nächstes diesen schönen flauschigen Cardigan von Aritzia. Es ist so ein super langer Cardigan, ach, der dann hier an der Seite auch so Taschen hat. Das finde ich immer super cool, wenn das Jacken oder Cardigans haben. Und ja, ansonsten einfach schön grau und flauschig ist. Also erinnert mich so ein bisschen an den Agnes Studios Cardigan, den auch meine Schwester hat, nur halt eben in ein bisschen günstiger. Und auf den wurde ich echt so extrem oft angesprochen in LA. Wir wurden da generell immer so angesprochen, so, oh, I love your bag und oh, I love your sweater, bla bla bla. Ich glaube, die sind da so voll offen mit Komplimente verteilen. Auch wenn es vielleicht, wenn die es schneller einfach jemand sagen, aber es sorgt trotzdem für so eine angenehme Grundstimmung und alles ist so, ja, bisschen freundlicher und man fühlt sich natürlich einfach besser, wenn man dann Komplimente bekommt. Ich finde, COS macht auch relativ häufig so ganz, ganz ähnliche Cardigans, die von der Qualität her auch sehr, sehr gut sind. Die verlinke ich euch dann auch mal in der Infobox. Ein Teil von Aritzia habe ich noch und zwar ist es dieser knallgrüne Schal. Also es ist echt so ein knalliges Froschgrün. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so eine Farbe mir so wirklich zusagen würde, aber den Schal habe ich dann schon online gesehen und habe schon gedacht, oh mein Gott, den muss ich unbedingt haben. Und im Laden hatte das dann auch eine von den Verkäuferinnen, die übrigens alle mega stylisch und cool waren, diesen Schal so umdrapiert und das sah allein schon mega cool aus. Und dann habe ich gemeint, wo kann ich diesen Schal finden? Weil ich habe ihn im Laden nicht gefunden. Ich muss ihn unbedingt haben. Und dann hieß es erst, der wäre out of stock. Und ich so, oh mein Gott, mal wieder typisch. Alles, was ich will, ist immer out of stock. Aber dann hat sie noch einen im Lager gefunden und ja, dann konnte ich den halt holen. Und ja, ich finde die Farbe mega cool. Also wenn man wie ich halt sehr farbneutral im Winter gekleidet ist, also von den Jacken her, wobei einen gelben Mantel habe ich ja, aber sonst doch relativ neutral, also zum Beispiel schwarz. Und dann dieser Schal so drum finde ich mega cool. Also es ist ein cooles Grün, finde ich. Und dann waren wir bei Victoria's Secret und ich hatte mega Lust auf so einen schönen Winter-Pyjama, weil ich einfach keine richtig schönen Pyjama mehr habe und nur noch so richtig zusammengewürfelte Sachen einfach zum Schlafen anziehe. Ist ja eigentlich egal, was man da anhat, aber ich wollte für Weihnachten dann irgendwie nochmal so einen schönen haben und gerade weil wir dann über Weihnachten zu den Eltern von meinen Freunden fahren, wollte ich da irgendwie ja sowas Frisches haben und habe dann mega ins Weihnachtsthema gegriffen quasi und habe mich für diesen Pyjama entschieden. So ein richtig schön rot karierter Pyjama, also hier so dieses Pyjama-Oberteil und dann natürlich mit der passenden Hose in dem gleichen Muster. Ja, richtig schön, na nicht knallig, aber wenn man das so zusammen anhat, ist es schon ziemlich doll, aber ich fand es irgendwie cool. Da kommt darüber dann zumindest schon mal ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, die bei mir momentan noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber ja, ich hoffe, das wird einfach noch. Und da wären wir auch schon bei meinem letzten Teil angelangt. Also ich habe diesmal ziemlich durchgerusht, ich hoffe, es ist nichts zu kurz gekommen, aber ich muss so ein bisschen schnell machen, weil die Sonne immer mehr kommt, was mega schön ist, aber zum Film ist es jetzt nicht ganz praktisch. Deswegen weiter geht's und hier ist mein letztes Teil. Also hier erstmal die Verpackung, weil ich die so schön fand, dass ich euch die unbedingt zeigen wollte. Und zwar ist es von Cult Gaia und das ist die Box, in der die Tasche daherkommt, die ich gekauft habe. Super schön. Und man nebenbei bemerkt, wir hatten relativ gutes Timing, weil in der Zeit, wo wir da waren und auch eventuell, glaube ich, auch aktuell, ist der Dollarkurs relativ schlecht und beziehungsweise gegenüber den Euro und deswegen ist es preislich für uns so ein bisschen günstiger. Und hier kommen wir zu der Tasche, die ich gekauft habe. So sieht sie aus. Also schon nicht die Standard-Korbtasche, die ich selber auch gerne trage oder die man sehr oft sieht. Das ist auch so ein bisschen der Signature-Look von der Marke. Die macht ganz viele solcher
Sachen und Taschen, aber ich fand, dass das die praktischste von allen ist, weil die eben so einen langen Henkel hat und die meisten von den anderen kann man eben nur so in der Hand tragen, was für mich nicht immer so gut ist, weil ich einfach manchmal einfach beide Hände brauche. Und ja, hier dieser Strap hier ist mega cool. Ich hatte einfach Lust auf eine Tasche, die so ein bisschen mehr so ein Statement ist und einfach nochmal so ein Hingucker, weil ich im Sommer über dann doch irgendwie oft zu der Strohtasche gegriffen hat, die dann doch sehr, ja, nicht basic, aber ja doch schon basic, einfach sehr simpel ist und nicht was krasses Besonderes. Die Schlitze sind relativ schmal, aber ich würde jetzt keine losen Zettel oder Karten oder so reinmachen. Also alles, was größer als diese Löcher sind, geht klar, aber so Zettel oder so offensichtlich wird da rausfallen. Und der Verschluss hier oben ist einfach so eine Klappe hier. Ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen, wie man diese öffnet und dann da so Sachen rausholt. Aber das Optische, finde ich, macht alles für mich wett und ist einfach die Mühe wert, weil man so ein Teil ja nicht alle Tage sieht und sieht einfach cool aus. Also mir gefällt es total und ich bin froh, dass ich das geholt habe. Die ist auch online, ehrlich gesagt, glaube ich, auch sehr, sehr oft ausverkauft. Da muss ich mal schauen, wo es die überhaupt noch zu kaufen gibt. Gibt es aber auch in schwarz, finde ich auch cool. Hat nochmal eine andere Kette, die auch sehr cool ist, aber ja, nochmal ein anderer Style. Ja, aber das ist jedenfalls die, für die ich mich entschieden habe. Das ist die Luna Bag, wenn ich mich nicht irre, von Kurt Gaia. Ja. So, und bevor ich hier gänzlich im Sonnenlicht verschwinde, mache ich jetzt auch mal Schluss mit meinem Haul. Ich habe auf dem Blog noch so einen kleinen Mini-Beauty-Haul gemacht, weil ich nur so 3 Sachen oder so gekauft habe. Den kann ich euch auch gerne noch in der Infobox verlinken. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!